Unser Projekt. Zielsetzung des Projekts war ganz klar, wir wollten einen 964 bauen, der mehr oder weniger im Alltagsbetrieb verwendet wird. Kein Ausstellungsfahrzeug, optisch in Ordnung, technisch natürlich perfekt, wie wir das immer mögen, weil wir wollen das ja benutzen und somit hat gefälligst alles zu funktionieren an so einem Auto. Das muss beim Fahren Spaß machen, das muss im Winter warm da drin werden, im Sommer muss es kühl sein und es muss hundertprozentig zuverlässig sein. Ich will in die Garage gehen können, Schlüssel rumdrehen und nach Italien fahren, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen muss. Mal abgesehen vom Kraftstoffstand. Das ist das, was dabei rausgekommen ist. Optisch, außen, Lackierung haben wir weitestgehend erhalten, weil die gut war. Da haben wir halt nur die Teile lackiert, wo eben was dran war, wie zum Beispiel der Spoiler war gerissen und 2, 3 andere Kleinigkeiten. Das Interieur haben wir komplett überarbeitet, weil das halt natürlich nach 30 Jahren und 150.000 Kilometer ein bisschen abgewohnt aussieht. Ja. Was wir als Modifikation gemacht haben hier, ist, wir haben anstatt des hellgrauen Teppichs, der original war, einen in Maritimblau verwendet, passend zu den Applikationen, die original drin waren, also Armaturentafel, Oberteil, Lenkrad, Garnierleisten auf den Türen und die hinteren Garnierleisten und die Hutablage, weil uns das einfach besser gefallen hat. Dann sind wir hingegangen und haben ein paar klassische Armaturen gemacht mit geänderten Zifferblättern und das Highlight in dem Auto ist, da sind entspiegelte Gläser drauf. Ja, hier, schauen wir mal. Ja, hier, schauen wir mal. Lampe, warte. Immer mal eine Lampe holen. Wie bereits erwähnt, Ziel war ein ordentliches Auto in einem technisch perfekten Zustand. Und keine Garagen-Queen, oder wie man das so schön sagt. Also kein Ausstellungsfahrzeug. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, ich bin ja immer so ein Fan von Ami-Autos. Aus dem einfachen Grund, weil die halt viel weniger Winterseen. Die haben andere Schäden logischerweise. Also dadurch, dass die, wenn die in einem warmen Bereich gefahren sind oder in der warmen Klimazone gefahren sind, sind halt Kunststoffteile und sowas noch viel stärker belastet. Aber das ist mir egal, weil das mache ich sowieso alles neu. Und was man an dem toll sieht, hier haben wir uns sogar das Trockeneisen gespart. Weil der war so sauber, ja, dass wir gesagt haben, das Auto soll sowieso immer fahren. Da geht man nicht hin und investieren jetzt halt noch 1.500 € ins Trockeneisstrahlen. Wir haben dann hinterher die Teile, die wir neu gemacht haben, haben wir halt logischerweise nachgewachsen, wie man das hier an den Stoßdämpfern schön sieht oder da an den Schräubchen, speziell vorne an den linken. Ja. Aber unten drunter ist der absolut schön gewesen. Und so ist der auch noch. Wir haben halt hier möglichst viel Originalsubstanz erhalten. Ne? Die Lenker sind neu, wie wir das immer machen. In dem Falle sogar mit Gummis, wie wir in der Fahrwerksepisode da besprochen haben, ne? Dass es original und komfortabel ist. So, die Fahrwerkskombination ist halt typische Eibach-Feder und der Bilstein B6-Dämpfer. Was wir bei dem Auto gemacht haben, ich habe den Kunden fahren lassen mit 18 Zoll Rädern, die ich da ursprünglich für vorgesehen hatte, weil mir das optisch gut gefiel. Und der fand das unkomfortabel. Und dann haben wir halt 17 Zoll Räder verwendet und haben dem ganzen Auto 10 mm mehr Höhe gegeben, dass wir mehr Restfederweg haben. Und dann ist der komplett seidenweich. So, die Fahrwerksperformance ist gegeben. Ne? Wir haben halt ein bisschen mehr Höhe und es funktioniert perfekt. Ansonsten alles hübsch. Motor top. Es gibt keine mehreren Varianten der Motorrevision. Also entweder du machst die oder du machst die eben nicht. Und wenn wir die hier machen, dann machen wir einfach alles. Die einzige Frage, die du dir stellen kannst, in Bezug auf die Modifikationen hinterher, wie viel Leistung willst du fahren? So, und wenn man Kolben und Zylinder ersetzen muss, kann man halt überlegen, ob man 3,8 Liter Kolben und Zylinder drauf macht. Aber ansonsten
ist das bei uns immer gleich. Also das heißt, die Ventilfedern sind vernünftig eingemessen, die Gehäuse sind bearbeitet, ja. Die Steuerzeiten sind auf ein Hundertstel gleich. Das wird immer perfekt.